Die Ökonomie der Loyalität-Diktaturen überleben nicht nur durch Angst, mein Freund. Angst bringt die Menschen zum Schweigen, aber wenn Loyalität ins Spiel kommt, wenn Geld für Beförderungen dazustoßen, erreicht das Ganze eine völlig andere Dimension. Ein Job, ein Staatsauftrag, eine beschlagnahmte Wohnung, ein geschütztes Unternehmen, ein garantiertes Staatsgehalt oder ein sicherer Posten auf der Gewinnerseite. Das NS-Regime hatte diesen Mechanismus auf skrupellose Weise perfektioniert. Wenn man eine Gesellschaft kontrollieren will, reicht es nicht aus, nur die Feinde zu bestrafen, man muss auch den Gehorsam belohnen. Man verwandelt Loyalität buchstäblich in einen wirtschaftlichen Vorteil. Man bringt die Menschen dazu, eine einfache Rechnung aufzustellen. Was gewinne ich, wenn ich kooperiere, und was verliere ich, wenn ich Widerstand leiste? Wenn die Macht erst einmal die Gehaltsabrechnung kontrolliert, zeigt sie den Menschen, wie verdammt teuer es sein kann, moralisch zu bleiben. Das Bild, das wir heute von Nazi-Deutschland im Kopf haben, ist meist von Terror geprägt. Uniformen, Massenaufmärsche, die Geheimpolizei, Konzentrationslager, Propaganda und die Kriegsmaschinerie. All das war absolut real und keine bloße Kulisse. Es stand im Zentrum des Systems. Aber Angst allein erklärt nicht, wie eine moderne Gesellschaft mit Gerichten, Banken, Universitäten, Gewerkschaften und ganz gewöhnlichen Haushalten so schnell in die Zahnräder einer Diktatur geraten konnte. Angst sagt dem Menschen, was er nicht tun soll. Geld hingegen sagt ihm, was er tun soll. Jobs, Aufträge, Beförderungen, Sozialleistungen und rechtlicher Schutz verwandeln Gehorsam in ein rationales Eigeninteresse. Genau hier setzt das dunkle Genie der Loyalitätsökonomie an. Diese Situation geht weit über gewöhnliche Korruption hinaus. Korruption findet im Verborgenen statt, weil den Menschen die offiziellen Regeln noch bewusst sind. Die Loyalitätsökonomie hingegen verändert die Regeln selbst. Sie lehrt die Menschen, dass der Weg nach oben über politische Anpassung führt. Sie zeigt der Geschäftswelt, dass Aufträge nur den Konformen zufließen. Sie signalisiert dem Beamten, dass seine Karriere von seiner ideologischen Zuverlässigkeit abhängt. Und dem einfachen Bürger sendet sie eine klare Botschaft: Wenn du zur richtigen Gruppe gehörst, sind dir Job, Sicherheit und Status gewiss. Stehst du außerhalb, erwarten dich Ausgrenzung, Angst und die Enteignung deines Eigentums. Die Nationalsozialisten lehrten die einfachen Menschen, dass sich Loyalität auszahlt. Das Fundament, die Trümmer von Weimar. Um zu verstehen, warum das funktionierte, muss man einen Blick auf die Trümmer der Weimarer Republik werfen. Nach dem Ersten Weltkrieg war Deutschland gedemütigt, verschuldet, politisch instabil und zerrissen. Abgesehen von den schweren Reparationszahlungen und Gebietsverlusten des Versailler Vertrages lagen Straßenkämpfe, Putschversuche und Attentate in der Luft. Hinzu kam die berüchtigte Hyperinflation von 1923, bei der das Geld von heute auf morgen seinen Wert verlor. Die Menschen transportierten ihr Bargeld in Körben, nicht weil sie reich waren, sondern weil das Geld wertlos war. Eine Schubkarre voller Geldscheine zu brauchen, um ein Brot zu kaufen. Das war die wahre Tragödie des Konzepts einer stabilen Zivilisation. Mitte der 1920er Jahre schien sich die Lage kurzzeitig zu stabilisieren, doch die Weltwirtschaftskrise von 1929 ließ dieses fragile Gebilde endgültig zerbrechen. Ausländische Kredite wurden abgezogen, Banken brachen zusammen, die Arbeitslosigkeit schoss in die Höhe und Millionen von Menschen verloren den Glauben an die Demokratie. Anfang der 1930er Jahre, inmitten dieser wirtschaftlichen Verzweiflung, erschienen den Menschen politische Extreme nicht mehr wie Wahnsinn, sondern wie ein Ausweg. Genau in diesem Moment traten die Nazis mit ihren Versprechen von Sündenböcken, Ordnung, nationaler Wiedergeburt, Arbeit und Zugehörigkeit auf den Plan. Es war eine gigantische Lüge, eingehüllt in wirtschaftliche Not. Aber wirtschaftliche Verzweiflung ist historisch gesehen einer der besten Werbeoffiziere. Als Hitler am 30. Januar 1933 Reichskanzler wurde, verloren sie keine Zeit. Sie dachten gar nicht daran, höflich auf die Genesung der Demokratie zu warten. Der Reichstagsbrand im Februar lieferte den perfekten Vorwand, um die Grundrechte außer Kraft zu setzen. Mit dem Ermächtigungsgesetz im März schalteten sie das Parlament vollständig aus und übertrugen die Gesetzgebungskompetenz auf das Kabinett. Politische Gegner wurden verhaftet, Gewerkschaften und linke Organisationen zerschlagen. Innerhalb weniger Monate entwickelte sich Deutschland von einer kriselnden Demokratie zu einer Diktatur. Doch dieser Prozess vollzog sich nicht nur durch Polizeigewalt und Dekrete.
Hinter ihm standen Gehaltsabrechnungen, Beförderungen und Staatsaufträge. Der erste große Schritt des Systems war die Säuberung des Staatsapparates. Mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom April 1933 wurden Juden und politische Regimegegner aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Das war nicht nur eine administrative Säuberung, sondern nackte wirtschaftliche Gewalt. Während die Existenz der einen vernichtet wurde, öffneten sich neue Posten für diejenigen, die sich dem Regime anpassten. Richter, Professoren, Lehrer, Anwälte und Bürokraten begriffen schnell, dass politische Konformität die erste Voraussetzung fürs Überleben war. Der Staat war kein neutraler Mechanismus mehr, er war ein Loyalitätsfilter. Wenn der Staat Partei ergreift, wird die Gehaltsabrechnung zu einem politischen Test. Ein einfacher Beamter musste kein fanatischer Nazi sein, um diese neue Realität zu erkennen. Wer sich anpasste, stieg auf. Wer ein Risiko einging, wurde fallen gelassen. Schweigen war weitaus sicherer als Prinzipientreue. Der Eintritt in die Partei, die Übernahme ihrer Sprache und das Vermeiden von Kritik retteten Karrieren. Eine Diktatur breitet sich in Institutionen nicht nur durch große Verhaftungswellen aus, sondern durch die alltäglichen kleinen Kalkulationen an den Schreibtischen und in den Büros. Der finanzierte Terror, die Legalität der Gestapo. Kommen wir zum Polizeistaat. Die Gestapo wurde 1933 unter Hermann Göring als geheime Staatspolizei Preußens gegründet. Innerhalb weniger Jahre wurde sie in das gigantische Sicherheitsimperium von Heinrich Himmler und der SS eingegliedert. Bis 1936 war die Gestapo zum absoluten Zentrum von Überwachung, Einschüchterung und politischem Terror geworden. Aber deine Frage ist absolut kritisch. Woher hatte die Gestapo ihr Geld? War das legal? Genau hier verbirgt sich die größte Lektion der Geschichte. Die Gestapo wurde nicht wie eine illegale Schlägertruppe finanziert, die außerhalb des Staates agierte. Sie war direkter Bestandteil der offiziellen polizeilichen Infrastruktur des Staates. Ihre Gehälter, Büros, Fahrzeuge, Gefängnisse und Informantennetzwerke wurden aus dem Staatsbudget durch offizielle Dekrete und mit der legalen Macht eines gekaperten Staates bezahlt. Unter dem NS-Recht war all dies legal, weil das Regime das Gesetz nach den eigenen Machtbedürfnissen umgeschrieben hatte. Und genau das ist der Punkt. Legalität bedeutet nicht Legitimität, Rechtmäßigkeit. Wenn eine Bewegung die Gerichte, die Polizei, den Haushalt und den Gesetzgebungsprozess übernimmt, kann sie Unterdrückung legalisieren, indem sie die Regeln selbst schreibt. Die Gestapo stand nicht außerhalb des Staates. Sie war genau das, was passiert, wenn ein Staat nicht mehr dem Recht, sondern einer Partei treu ist. Diese Unterscheidung ist nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte Weltgeschichte von zentraler Bedeutung. Wenn eine Diktatur das Gesetz umschreiben kann, muss sie es nicht mehr brechen. Sie erlässt Notverordnungen, definiert den Feind neu und macht das Staatsbudget zum Geldbeutel politischer Kontrolle. Danach verliert die Frage, ist das legal, ihre Bedeutung. Viele der schrecklichsten Dinge in der Geschichte waren anfangs legal. Der Horror entsprang nicht der Gesetzlosigkeit, sondern der Tatsache, dass das Recht zum Sklaven der Macht wurde. Die Instrumentalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Die Nazis wussten genau, dass sie die Angst mit Beschäftigung füttern mussten. 1933 war die Arbeitslosigkeit die größte Wunde des Landes. Das Regime erweckte den Eindruck, das Problem durch Großprojekte, den Autobahnbau, die Aufrüstung und die Wehrpflicht zu lösen. Die Autobahnen wurden zum Propagandagesicht der nationalen Wiedergeburt. Die Rüstungsindustrie saugte die Arbeitskräfte auf. Während der Staat die Wirtschaft auf den Krieg vorbereitete, inszenierte er dies als Wiedergeburt. Doch die Kehrseite dieser Medaille war extrem düster. Die Arbeiter fanden zwar Arbeit, verloren aber ihre unabhängige Macht. Im Mai 1933 wurden die Gewerkschaften zerschlagen, ihre Führer verhaftet und durch die Deutsche Arbeitsfront, DAF, ersetzt. Das Regime gab Arbeit, nahm ihnen aber das Recht auf Tarifverhandlungen. Die Botschaft war eindeutig. Du bekommst dein Brot, aber du hast den Mund zu halten. Du arbeitest innerhalb der Grenzen, die wir ziehen. Sie machten Gehorsam zum Preis für das tägliche Brot. Auch die Geschäftswelt lernte diese Lektion schnell. Die Nazis schafften den Privatsektor nicht ab. Sie lenkten ihn lediglich in die von ihnen gewünschte Richtung. Viele Industrielle waren anfangs keine Nationalsozialisten. Einige hatten Angst vor dem Kommunismus, andere wollten Stabilität und Arbeitsdisziplin und wieder andere waren hinter Staatsaufträgen her.
Widerstand war gefährlich, Kooperation profitabel. Das Regime musste nicht jeden Chef mit Bargeld bestechen. Es baute das System so auf, dass die konformen Stahl-, Chemie-, Automobil- und Rüstungsriesen immense Gewinne erzielten. Sie zeigten dem Großkapital, dass sich nicht Neutralität auszahlte, sondern offene Loyalität. Auch die Finanzierung hielten sie bewusst im Dunkeln. Unter der Leitung von Hjalmar Schacht finanzierten sie die Militärausgaben über ein System von Scheinfirmen mit sogenannten Mefo-Wechseln. Auf diese Weise verheimlichten sie das Budget und das Ausmaß der Aufrüstung vor der Öffentlichkeit. Die Nazis nutzten also kreative Buchführungsmethoden, um die Armee zu finanzieren, bevor die Bevölkerung die Rechnung zu sehen bekam. Sobald Panzer im Spiel sind, scheinen selbst Diktaturen die kreative Buchführung zu lieben. Dieses System war kein Freimarktkapitalismus aus dem Lehrbuch. Es war aber auch kein Staatssozialismus. Es war ein politisch gesteuerter Kapitalismus unter einer Diktatur. Unternehmer durften Gewinne machen, aber Geld floss nur dorthin, wo das Regime es wollte. Die Geschäftswelt überlebte, indem sie begriff, wohin die Macht das Geld lenkte. Raub als Wirtschaftspolitik. Kommen wir zum dunkelsten Punkt: Raub als Wirtschaftspolitik. Die Nazis schlossen Juden nicht nur aus dem sozialen Leben aus. Durch Boykotte, Berufsverbote, Zwangsverkäufe und die Nürnberger Gesetze entzogen sie ihnen ihr Eigentum, ihre Häuser, Bankkonten und Geschäfte. Durch diesen Prozess, den sie Arisierung nannten, wurde jüdischer Besitz weit unter Wert an nichtjüdische Käufer übertragen. Das war kein Zufall. Es war ein systematischer Vermögenstransfer durch Verfolgung. Eine Diktatur schafft nicht nur Opfer, sie schafft auch Profiteure, die sich an diesen Opfern bereichern. Das ist die bitterste Seite des Ganzen. Das System schuf neue Räume, die frei gewordenen Posten der Entlassenen, billig erworbene Läden, beschlagnahmte Wohnungen, Möbel. Jeder Raub hinterließ jemanden, der damit zufrieden war, der wegsah oder der billig Beute machte. Genauso vergiftet eine Loyalitätsökonomie die Moral. Sie lässt das Verbrechen wie eine Chance erscheinen und verhindert, dass einfache Menschen zu viele Fragen stellen, weil ihr eigener Vorteil auf dem Spiel steht. Selbst die Sozialfürsorge wurde politisiert. Die Nazis sprachen ständig von ihrer rassistischen Fantasie der Volksgemeinschaft. Winterhilfswerk, Familienbeihilfen und Sozialleistungen wurden nur an diejenigen verteilt, die vom Regime als wertvoll und biologisch rein angesehen wurden. Juden, Oppositionelle, Behinderte und Sinti und Roma wurden ausgegrenzt, sterilisiert oder ermordet. Der Sozialstaat verschwand nicht. Er wurde rassistisch, neu definiert und zur Belohnung für Systemtreue gemacht. Das ist das typische autoritäre Modell. Man teilt die Gesellschaft in die pflichtbewussten Insider, die suspekten Outsider und die zu vernichtenden Feinde. Die Privilegien fließen nach innen, die Angst wird nach außen getragen. Diejenigen im inneren Kreis wissen, dass ihre Sicherheit davon abhängt, in den Augen des Regimes loyal zu bleiben. Das ist keine Solidarität, sondern eine an Bedingungen geknüpfte Zugehörigkeit, die auf Macht basiert. Das Fazit für die Gegenwart: Gegen Ende der 1930er Jahre bestimmte Loyalität alles: Jobs, Aufträge, Beförderungen, Eigentum, Polizeischutz und sozialen Status. Die Angst war allgegenwärtig, aber die Belohnung war ebenso groß. Menschen traten der Partei nicht nur aus Überzeugung bei, sondern aus Karrieregründen. Unternehmen passten sich an, um Aufträge zu ergattern, Beamte fügten sich, um aufzusteigen, und die Bürger schauten weg, um die kleinen Vorteile des Schweigens zu genießen. Genau hier beginnt die große Warnung, die uns bis heute bleibt, mein Freund. Das bedeutet nicht, dass jedes Land, in dem Vetternwirtschaft betrieben wird, von heute auf morgen zu Nazi-Deutschland wird. Die Geschichte wiederholt sich nicht in denselben Uniformen. Die Warnung ist struktureller Natur. In dem Moment, in dem Steuergelder, rechtlicher Schutz, Aufträge, Ermittlungen und Strafen basierend auf der Loyalität zum Staat oder zum Führer verteilt werden, beginnt die Demokratie von innen heraus zu verfaulen. Das Warnsignal ist nicht, dass eine Regierung Geld ausgibt, Einstellungen vornimmt oder Gesetze durchsetzt. Das Warnsignal ist, wenn der Staat anhand der politischen Zugehörigkeit entscheidet, wer geschützt und wer bestraft wird, wenn kompetente Menschen gesäubert und nur noch Loyale eingestellt werden, wenn oppositionelle Unternehmen durch ständige Steuerprüfungen zermürbt werden, während Günstlinge mit Aufträgen überschüttet werden. Wenn politische Gewalt, sofern sie von der richtigen Seite kommt, als Opfergang inszeniert wird, wenn das Recht für Unterstützer dehnbar wird,
Wenn öffentliche Gelder zur Belohnung einer bestimmten Gruppe werden, wenn die Wirtschaft begreift, dass Neutralität gefährlich und offene Loyalität sicher ist, wenn Beamte mehr auf das Wort des Führers als auf das Gesetz achten, das ist keine normale Demokratie. Das ist das Fundament einer Loyalitätsökonomie. Und hier kommt die Macht des Geldes ins Spiel. Ideologie kann anspornen, Propaganda kann überzeugen, Angst kann im Zaum halten, aber es ist das Geld, das Loyalität dauerhaft und institutionell verankert. Das Gehalt hält den Einzelnen im System, der Auftrag macht das Unternehmen zum Partner und die Amnestie sendet das Signal: Ich halte dir den Rücken frei. Wenn das materielle Leben erst einmal an den politischen Gehorsam gekoppelt ist, wird Freiheit zu einem unbezahlbaren Luxus. Das Beispiel des NS-Regimes ist ein Extremfall, der in einer Katastrophe endete, und nichts sollte diese Realität verharmlosen. Aber gerade weil es ein Extremfall ist, zeigt es die Mechanismen glasklar. Sie nutzten Angst, gestohlenes Eigentum, Aufträge, öffentliche Gelder, rechtliche Privilegien und Sozialleistungen als Werkzeuge und verwandelten die Wirtschaft in eine Landkarte der Loyalität. Die Lektion ist eindeutig. Autoritarismus kommt nicht nur von oben. Er breitet sich aus, wenn unten genügend Menschen keinen Widerstand leisten und beginnen, kleine Vorteile aus der Situation zu ziehen. Wenn der Anwalt schweigt, um seine Zulassung nicht zu verlieren, wenn das Unternehmen Farbe bekennt, um den Auftrag zu bekommen, wenn die Polizei nicht dem Recht, sondern der Macht dient und dafür belohnt wird, wenn der Bürger den billigen Vorteil mit den Worten „kommt mir gelegen" akzeptiert. Wenn die Bevölkerung sich daran gewöhnt, dass die Justiz hart zum Feind und milde zum Freund ist, verwandelt sich eine Gesellschaft. Das System erwartet nicht von jedem, ab dem ersten Tag ein Monster zu sein. Es verlangt zuerst ein kleines Geständnis, ein kleines Zugeständnis und dann das nächste. Es verlangt von dir, einen Gefallen anzunehmen, ein Unrecht zu ignorieren, eine Säuberung mit den Worten „aber die haben damals ja auch" abzutun. Es bringt dich dazu zu sagen: Das machen doch alle. Es geht ums tägliche Brot, wenn ich es nicht nehme, nimmt es ein anderer. Und wenn die Menschen schließlich begreifen, dass sich die Wirtschaft in eine Gehorsamsmaschine verwandelt hat, zahlt diese Maschine bereits an viel zu viele Menschengehälter, um ihre Zahnräder am Laufen zu halten. Finanzielle Freiheit bedeutet nicht nur, sein Geld vor Inflation oder Krisen zu schützen, mein Freund. Es bedeutet auch zu erkennen, wie Geld als Waffe eingesetzt werden kann, um Schweigen und Konformität zu kaufen. Denn wenn der Staat vollständig kontrolliert, wer Geld verdient, wer geschützt und wer bestraft wird, dann ist Geld kein bloßes Geld mehr. Es ist eine Peitsche zur Disziplinierung. Angst kann eine Diktatur errichten, aber sie kann sie nicht allein am Leben erhalten. Was wirklich dauerhaft Bestand hat, ist ein System, in dem sich Loyalität auszahlt, in dem Opposition einen hohen Preis kostet und in dem die einfachen Menschen beginnen, nicht mehr zu fragen, was ist richtig, sondern was ist sicher. Erst dann steht ein Land wirklich am Abgrund. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns.